Moin Leute, in diesem Video geht's weiter. Das letzte Video wollten wir die Funktionalität von der Funktion fLevelUp testen. Und da setze ich jetzt an und mache weiter. Heißt, wir können halt zu unserem Bonfire gehen und an diesem Lagerfeuer ausruhen. Danach, wenn wir ein Level Up haben und Accept Level Up drücken, dann aktualisiert er uns auch die GUI-Elemente auf der Anzeige. Ich habe da unten jetzt 340 stehen. Damit haben wir so ein Basissystem geschaffen, dass der Spieler halt sich aktualisieren kann mit Update NZ Player Stats. Dann über die Client-Seite auf der Serverseite, dass er das Level Up auch noch erstellt. Dann auch die Update Source UI, dass die GUI-Elemente aktualisiert werden. Damit haben wir soweit auch das Level-System angeschnitten. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, das für euch zu erweitern, das heißt auch für andere Statistiken, und wisst schon mal, wie der Ansatz läuft, um halt noch mehr als Vitalität und Endurance dort implementieren zu können. Das heißt, die Vitalität haben wir ja soweit dargestellt, und das war es auch soweit für dieses Video und auch für diesen Abschnitt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr so weit gekommen seid und mit mir das Ganze hier durchgemacht habt. Das heißt, wir haben ein Experience-System hier aufgesetzt und das Ausruhen am Lagerfeuer, wo die Gegner halt zurückgespawnt werden. Das ist dann soweit der Kurs, den ich mir so gedacht habe, mit dem wir soweit agiert haben. Heißt, das ist soweit der Souls-like Action-RPG, den ich mir vorgestellt habe, um euch die Basics hier einmal beizubringen, um euch die Möglichkeit zu geben, euer Spiel weiterentwickeln zu können. Wir haben insgesamt halt sowas gemacht wie Basisklassen, wo wir dann die Einführung und so ein paar Standardeinstellungen gemacht haben, haben Spielecharakter entwickelt, Bewegungseingabe, das Sprinten für Multiplayer, das Rollen. Das alles war ja Multiplayer technisch angesetzt. Das Aufnehmen von Gegenständen haben wir soweit behandelt und die Spielerschaden und Statistiken, den NPC-Gegner, den wir als Troll implementiert haben, und eine kleine Außenwelt haben wir auch gemeistert. Ein paar Gameplay-Mechanismen konnten wir auch verbessern, hier und da auch mit für schweren Angriffen und leichten Angriff realisieren. Dann so ein Ausdauersystem und das Sammeln von Experience. Ein Souls-like Zielsystem konnten wir aufsetzen. Und das mit dem Ritterboss, das ist eine eigene Sektion. Da wollte ich gegebenenfalls noch einen Kurs machen, der dann eine Weiterführung von diesem Kurs ist, wo dann Kauf-Assets genutzt werden, um halt einen KI-Boss aufzubauen. Dann haben wir das Ausruhen am Lagerfeuer und Bonusmaterial mit Mini-Projekte. Das geht eher so in Richtung, wie man so einen Top-Down-Shooter irgendwie mit Grundlagen macht oder 2D-Spiel. Das ist etwas, was auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden sein wird. Und wenn ihr Lust habt und Zeit, dann könnt ihr natürlich auch einen meiner nächsten Kurse besuchen. Das ist ein Kurs, der geplant ist so ein Ritterboss als zweiten Teil aufzusetzen. Der Boss wird dann hier dieses Heavy Knight Paket sein. Das sind eher so ein Kurs mit Kaufassets. Aus dem machten wir dann einen schönen Gegnerboss, wenn ihr dann weitermacht im nächsten Kurs. Und wichtig ist an der Stelle, dass dort halt Root Motion ist. Das ist halt ein hochauflösender Charakter, der dann Animation Types Root Motion hat. Das heißt, Souls-like Spiele, die leben halt von den Root Motion. Das heißt, dass der Rootbone mit der Bewegung mitgeht. Und das wäre halt so ein Ausblick, wenn ihr halt weitermachen wollt im nächsten Kurs. Sobald ich ihn fertig habe, werde ich ihn hier natürlich verlinken. Solange der Link nicht im Video ist, ist der Kurs noch nicht fertig. Aktuell wird er halt noch überarbeitet, sodass wir hier sowas uns vorstellen können wie die Einrichtung von so einem Gegnerlevel, dass man so Schaden sich auch anschaut, verschiedene Bossangriffe und das Bewegen oder das multidirektionale Rollen
Da werden wir uns auch ein Kaufasset holen können in dem anderen Kurs, das das Rollen nochmal multidirektional und schöner macht, wo sich der Spielercharakter abrollen kann. Sowas wie Spieler-Knockback und Betäubung, wenn wir uns anschauen. Eine Gesundheitsleiste des Bosses, wie man die realisiert. Und ja, so ein paar Fixes werden dann zum Schluss noch da sein. Und der Multiplayer-Boss, dass auch im Multiplayer so ein Bosskampf stattfinden kann. Und auch sowas, dass die Gesundheitsleiste auch über Multiplayer bei allen Spielern angezeigt wird. Das ist so ein Ausblick zu dem Folgekurs, zu diesem Kurs. Es würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei sein wollt und euch schon auf den Kurs freut und mich da einfach in der Richtung auch unterstützen könnt. Zumindest finde ich es klasse, dass ihr so weit mit mir hierher gekommen seid und wir einen hübschen Trollgegner haben, der schon mal einige Spezialattacken hat, Soundelemente, ein bisschen spucken kann und ja, das Ganze auch mit normalen und starken Angriffen. Damit möchte ich mich verabschieden und ich sehe euch einfach in einem meiner nächsten Kurse. Bis bald! Ach ja, bevor ich es vergesse, besucht auch meine Internetseite proindiedev.art. Dort auch gerne einfach im Blog vorbeischauen. Ich habe sowas wie Marktanalyse und Indie-Game-Startup. Der passt halt sehr gut in die Souls-Game-Kategorie und zeigt, wie man so eine Marktanalyse vornimmt, um halt eine Planung für das nächste Spiel vorzunehmen. Oder besucht mich einfach auf der Seite, um dort ein bisschen euch aufzuhalten. Kommt auch gerne in meinen YouTube-Kanal vorbei, um zu sehen, welche anderen Kurse ich noch habe. Entweder irgendwelchen freien Content mit Unreal Engine Tutorials oder auch sowas wie ein Top-Down Hack-and-Slash Ansatz. Bist du hier? Hey Leute! Da geht es halt darum, dass ihr so einfach von oben ein wenig ein Top-Down-Spiel erstellt. Wer daran Interesse hat, kann dann natürlich auch vorbeischauen, um dort einiges auch an Informationen zu bekommen. Oder so ein Spielermenü erstellen, wo man halt jemanden auswählt und dann auch da mir weiterhin über die Schulter zu schauen, was man so in so einem Spiel machen kann. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken für alle, die da waren und wünsche euch viel Erfolg in dem, was ihr macht. Ich werde mich hier noch am Lagerfeuer etwas ausruhen und euch alles erdenklich Gute wünschen. Denkt daran, eure Ziele werden einfach erreicht, weil ihr das Skillset anhäuft. Ihr seid oder werdet einfach sehr gute Spieleentwickler. Das ist ein schönes Ziel und das wird einfach erreicht. Das wünsche ich euch einfach an der Stelle, dass ihr das erreicht, was ihr vorhabt. Und wir sehen uns einfach in meinen Kursen. Bis bald!